Nein, was ist jetzt? Und dass genau das euch auch nicht passiert, haben wir heute für euch 5 Tipps für eine bessere und stabilere Internetverbindung. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf dem Sunrise YouTube-Channel. Ich bin Chiara und im heutigen Video zeige ich dir 5 Tipps, wie du bei dir zu Hause eine bessere Internetverbindung herstellen kannst. Als Modem werden Geräte bezeichnet, die nötig sind, um Daten in digitale Signale umzuwandeln und über das Netz vom Internetanbieter in die Haushalte zu bringen. Router sind Geräte, die Datenpakete zwischen mehreren Netzwerken weiterleiten oder verteilen. Sie erkennen oder übersetzen auch zwischen privaten und öffentlichen Netzwerken. Die Funktionen eines Routers sind heutzutage in den meisten Modems integriert. Sunrise bietet nur Modem mit integriertem Router an. Die heissen bei uns zum Beispiel Sunrise Connect Box für Kabelanschlüsse oder Sunrise Internet Box für Glasfaser- und DSL-Anschluss. Platziert den Internetrouter möglichst zentral, frei und auf Hüfthöhe. So funktioniert er am besten. Stell ihn darum zum Beispiel nicht in einen Schrank oder hinter dem Sofa auf. Dein Internetrouter ist vergleichbar mit einem Lautsprecher. Stellst du den in einen Schrank oder hinter einer Wand auf, so hörst du die Musik, was in diesem Fall das WLAN symbolisiert, nicht mehr so klar und deutlich. Einige Geräte in deinem Haushalt übertragen Funksignal. Diese Signale können Störquellen für dein WLAN sein, da sie Strahlungen, Bluetooth und Wellen ausstrahlen, die einen negativen Einfluss auf dein WLAN haben. Deshalb stellst du deinen Router, wenn möglich, nicht neben solche Geräte. Folgende Geräte können deine Internetverbindung beeinflussen: intelligente Beleuchtung, Spielkonsole, dein Handy oder Tablet, Lautsprecher, Mikrowelle, Geräte am Arbeitsplatz, Sicherheitsgerät oder ein Babyphone. Gewisse Materialien können deine WLAN-Verbindung ebenfalls blockieren. Zum Beispiel Metall, Wasser, Beton, Holz, Glas oder Stein. Darum solltest du, wie schon vorher erwähnt, deinen Router zum Beispiel nicht in einem Glasschrank oder hinter einer Beton- oder Holzwand platzieren. Dabei zu erwähnen ist, dass das Signal zum Beispiel durch Holz oder Glas besser durchgeht, wohingegen das Signal durch eine Betonwand fast vollständig abblockt wird und Metall das Signal komplett abprallen lässt. Wie schon vorher erwähnt, funktioniert ein Router ähnlich wie ein Lautsprecher. Desto weiter du dich davon entfernst, desto leisiger wird die Musik. Genauso ist das mit dem WLAN. Grössere Häuser oder Wohnungen können trotz der vorher genannten Tipps nicht in jedem Raum eine optimale Internetverbindung haben. Deshalb macht es Sinn, einen WLAN-Verstärker zu brauchen. Da kommen zum Beispiel unsere Smart Wi-Fi Connect Pods ins Spiel. Ein WLAN-Verstärker vermittelt zwischen weit entfernten Geräten und einem WLAN-Router, zum Beispiel der Connect Box, die mit dem Internet verbunden ist. Die Connect Pods kannst du auch einfach in eine Steckdose einstecken. Sie verbindet sich dann automatisch mit deinem Router. Möchtest du dir auch so einen Connect Pod bestellen, findest du einen Link unten in der Videobeschreibung. Benutze ein LAN-Kabel, um eine direkte Verkabelung zwischen Modem und Endgerät herzustellen. So erzeugst du die beste Verbindung. Es lohnt sich darum auch, dein TV oder deine Spielkonsole direkt via LAN-Kabel zu verbinden. Ebenfalls kannst du das mit deinen WLAN-Verstärkern machen. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, ich konnte dir mit diesen 5 Tipps weiterhelfen, sodass du in Zukunft die bestmöglichste Internetverbindung bei dir zu Hause geniessen kannst. Abonniere unseren Kanal, um kein neues Video zu verpassen und hinterlasse uns ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. In diesem Sinne, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.